Ba 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 ba. Ba 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 ba. Aloha, meine Lieben, und willkommen zur Episode 5 von The Park. Präsentiert von Celine aka Quit die Tür ist zu, Dala. Alright, wir sind jetzt hier im Keller und ich bin Open Door. Oh, wow. Okay, erkannt. Gut. Jede Tür ist eine gute Tür. Nein, jetzt gibt die Taschenlampe. Die hat die Taschenlampe jetzt ausgemacht. Geht jetzt auch wieder zu, die Tür? Kann ich die wieder aufmachen? Nope. Alright. Okay. Da ist eine Puppe. Puppen und Clowns und alles bitte zusammen. Examine. Nightmare Circus. Fair and calm. A circus burns to the ground on opening night, killing dozens. The owner is put to death by an enraged mob of townsfolk. Just as she shouts out a curse, now Raven, a dark-souled wanderer, comes to the ruins at dusk in search of his missing mother. Let the show begin. No, just don't. Just don't begin, alright? Wieso machen wir hier die... Warum ist da eine Puppe? Ich möchte keine Puppen. After they let me out, they gave me Callum back and sent me home with a handful of breadcrumbs. Home, bittersweet home. I barely recognized it. Where there had been color and light, there were shadows and regrets. Where there had been warmth, there was a bone-deep coldness that never went away. I tried my hardest to keep the ghosts at bay. Don, watching from the dusty corners while I tried to teach his son to read. My father, coldly assessing me and finding me lacking. I devoted myself to Callum, did the things that they told me. It will get better, they said. Every day will be a little better than the last. I'm in the woods now, lost and afraid. Things never got any better. Oh, guck mal, wie süß der ist, der Teddy. Bitte bleib süß, ja? Disconnect notice. Dunwich Power Company. After multiple attempts to collect payment, we regret to inform you that your service has been disconnected or will be disconnected shortly. Please do the following. First, make the payment listed on your last bill. Contact us on 555-7868 and we can arrange a payment plan so that you can immediately be reconnected. Second, if you believe that this is an error, call us on 555-7869 to discuss your options. 3. If you are unable to make payment, please contact your local welfare office to discuss a placement for you and your loved ones. Winter in Maine is cold and brutal. Don't face it without electricity. The Dunwich Power Company. Okay, also hier wurden irgendwelche Bills nicht bezahlt. Oh. Examine. Oh mein Gott, wo sind wir hier? A shocking true story, Hunger, the true story of the Donners. On April 16, 1846, a group of covered wagons began the 2,500-mile journey to California. Just 8 months later, wieso wackelt die so? Das macht mich irre. Just 8 months later, they found themselves stranded in Sierra Nevada, mountains with very little to bite or sub. It was to become one of the greatest tragedies of westward migration that the world had ever seen. Now, our panel of donor experts have uncovered compelling evidence that the families were forced to resort to cannibalism in order to survive that terrible winter. In this never-before-seen exposed read about how the Donner children were forced to eat their brothers and sisters in order to survive. All here in the pages of this shocking true story. Oh Gott, kriegen wir es gleich mit Windigos zu tun? Miau, 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 miau.
Oh. Was ist das hier? Ein Kinderzimmer? Im Gruselhaus? Ist das ein A? Danke. Ich habe hier einen Krümmel auf meinem Mauspad. Das macht mich wahnsinnig. Das Krümmel. Examine. Okay. Rubik's Cube. Spielt jemand Klavier. Mom and me in car. Okay, ich werde das Gefühl nicht los, dass das irgendwas mit I love you, Mom from Callum. Oh, genau, was mit Callum zu tun hat. Genau, das wollte ich gerade sagen. I love you, Mom. Okay. Ach du Scheiße, so eine Metzgerküche. Oh, Wahnsinn. Oh, Wahnsinn. Alright. Lass uns mal hier zu dem Schreibtisch gehen. Genau. The Walting. Susan Anscombe. Oh Gott, wie kann ich das richtig drehen? Ey, scheiße, ich kann das nicht richtig drehen. So. With this novel, Susan Anscombe cements her place as one of the most important science fiction writers of a generation. The Wilting. A solar flare has struck the earth. Millions of people are uprooted from their homes. A young meteorologist searches desperately for a way to stop global overheating. And an exotic dancer named Chance O'Hara is the key to saving the world. Again. Dynamic, exciting, bombastic, everything we've come to expect from an Anscombe novel. Chance O'Hara's back, and you better believe that she is bigger, better, and bolder than ever. Okay, also so eine Exotic Dancer. Wie übersetzt man das politisch korrekt? Das sieht aus, als wäre da was drunter. Unter dem Teppich. Ja, so eine Table Dance. Shopping List. Warum ist das so halb abgeschnitten da oben? Wer soll denn das lesen? Willst du mich verarschen? Read Shopping List. Ich glaube, das ist irgendwie ein kleiner Fehler im Spiel. Das ist ein bisschen strange. Kannst du deine Taschenlampe wieder anmachen, Fräulein? Milk, cheese, bread, butter, corn, potatoes, apples, fish sticks. Remember, drop off Callum, electricity bill, fix faucet. Sind wir hier bei uns zu Hause irgendwie? So halb. Weil drop off Callum, fix electricity bill. Ach, das ist mein Schatten. Mann. Also hatten wir Probleme, das zu bezahlen oder was? Weil wir hatten ja keinen Mann, der hätte mitarbeiten können, wenn wir auf das Kind aufgepasst haben. Wieso kann ich denn examinen? Das macht mir ein bisschen Angst. Oder? Da kann ich hoffentlich nicht rein. Nein, da will ich nicht rein. Okay, kann ich auch nicht. Warum gibt er mir die Möglichkeit? Was ist denn das? Hühnchenschenkel. Okay, kann ich wieder zumachen? Danke. Wir haben anscheinend keinen Hunger. Wir nehmen uns keinen Apfel daraus. Oh, wo gehen wir jetzt hin? Bye-bye now. Ich frage mich gerade, ob die Musik da drin läuft oder bei uns draußen auf der Straße. Ich mache gerade so ho, hat es gerade gemacht. Ich bin etwas verwirrt. Kann ich hier rein? Da kann ich zum Glück nicht rein. Oh Gott, ein in Rot getauchter Raum. Ein Traum. Read letter. Downward Emergency Services, Miss Maynard. As we agreed in our meeting today, we consider you fully recovered from your illness. This letter is official notification that you are considered sound of mind and body and may return to work at any time. Please note that you should discontinue any medication that you have been using and dispose of any remaining medicines. If you feel at any time that you are suffering a relapse, then please make contact with your local physician immediately. We wish you continued good health. Dr. Spencer, Dunwich Medical.
Okay, sind wir Miss Maillard? Ich habe den Namen von uns wieder vergessen, leider. Ich möchte das bitte ausmachen. Kann ich das ausmachen? Nein. Oh mein Gott. Da ist auch noch ein Letter. Lorraine, I received your letter and I'm quite surprised. You ran off with your father all those years ago, then disappeared off the edge of the map, and then, when I finally tracked you down, refused to answer any of my letters. And now you write to me asking for help. I have another family now and another life. Your father was a horrible man, and I regret the years that I wasted with him. I loved you. I truly did. But every year you grew more and more like him. You were his girl, never really mine. Still, I would have fought for custody if you hadn't run away with him. It broke my heart, but I needed to go on living. I can't let you back into my life without picking open old wounds. I'm sorry, Lorraine, but I just can't do it. Maybe one day it will be easier and I can meet Callum, but not yet. I'm not ready to forgive you. Please don't contact me again. Karen. Okay, Karen, das hört sich so an, als wäre das mal die Frau meines Vaters gewesen. Sind wir Lorraine Maillard, yeah, whatever. Und wir sind mit unserem Vater mitgegangen, der wohl ein schrecklicher Mann war, dann irgendwie doch. Und sie wollte eigentlich für uns kämpfen, aber wir haben ihr nicht die Möglichkeit dazu gegeben, weil wir halt weggelaufen sind mit, was ist das denn nochmal? Ach, so ein Ding, wo man sich draufstellt und dann hüpfen kann, ne? Wie spät haben wir? Kurz vor 9. Boah, ist das dunkel hier. Leckt mir an die Füße. Schon wieder. Read Notice. Emergency Services. Patient Name. Ja, Lorraine Kimberly Maillard. Ich glaube, das sind wir. Date of Committal. 77. Wann ist der? Ja, da ist doch der Dingens auch geboren, oder? Der Callum. Lorraine seems to be suffering from depression that began early in her pregnancy. Our discussions have made it obvious that these episodes stem from the grief of losing her partner, Dawn, who died about 6 months ago. There are also several unresolved issues with her father. After being kept under careful observation, we provided standard treatment for this disorder, including electroconvulsion therapy. The patient responded and made a rapid recovery. Aftercare recommendations, weekly follow-up with a local physician. Mood stabilizers, lithium-based. Discharge instructions. Lorraine has a newborn son, Callum, who was placed in foster care shortly after birth when Lorraine displayed symptoms of disorientation and depression. It is our judgment that Lorraine is fit to have her son returned to her, and as long as she follows her recommended aftercare routine and continues with her medication, we have faith that she will be an effective caregiver. Lorraine has her own housing, and her employer, Susie, has said that she is welcome to return to her shifts at the diner. Norma Reed, a local woman, has offered to care for Callum while Lorraine works. It is with this support network in mind that we feel confident releasing Lorraine from this institution. Medication instructions. A prescription for Solift that can be filled at Flagg's Pharmacy in Kingsmouth. She has been advised to start with the 50 milligram dose and then, based on the advice of her doctor, to increase the medication as needed. Okay, also bevor ich das ablege, erzähle ich ein bisschen, was da drin stand. Lorraine war eingewiesen, weil sie Depressionen hatte. Und die hat jetzt einen kleinen Sohn, der erstmal in ein Heim gegeben wurde. Und dadurch, dass sie jetzt aber wieder stabilisiert ist, zu dem Zeitpunkt, wo das hier geschrieben wurde, kann sie ihn wieder zurückkriegen. Und es gibt auch Norma Creed, eine ortsansässige Frau, die sich um Callum kümmern kann, während Lorraine zur Arbeit geht. Okay, alles klar. Hier lernen wir so ein bisschen über die Hintergrundgeschichte und da stand dann auch drin, dass sie immer noch Issues mit ihrem Vater hat, die geklärt werden müssen und so. Wowzer. Oh mein Gott, das ist eine Lesestunde. Miss Maillard. Oh, und es wird immer kleiner, die Schrift wird immer kleiner. Our inquiry to the estate of Mr. Donald Williams has been completed. We regret to inform you that the primary beneficiaries of his estate,
including the life insurance settlement for accidental death, were listed as Rose Williams and Richard Williams of New York State, the deceased parents. Our agency made contact with Mr. and Mrs. Williams and explained your situation, especially as regards to the birth of Donald's son, Callum. Unfortunately, they were not receptive to our overtures, and they specified that without any legal proof of a biological relationship, they consider you ineligible to receive any of the monies from Donald estate. They have asked that we no longer contact them regarding this matter. I understand that this may have a negative impact on your current financial situation, and I hope that I'm not being too forward when I enclose the bill for our services with this letter. Sincerely, Edward Stapleton, Attorney. Okay, hier geht es darum, dass als der Don gestorben ist, also ihr Mann, hatte sie Hoffnung, dass sie irgendwie so ein bisschen was von den Immobilien kriegt, die er hatte, oder der Immobilie, aber leider war alles auf seine Eltern umschrieben und die glauben nicht, dass die sagen, die wollen erstmal nichts wissen, solange es keinen biologischen Beweis gibt, dass auch Callum ihr Enkel ist. Also die interessiert das ein Schisseldreck, wie es ihr geht. Und der Anwalt hat geschrieben, ja, das ist jetzt natürlich schwierig für sie finanziell, aber hier haben sie noch meine Rechnung. Netter Typ. Alright. Das ist noch weiter runter, ja natürlich, klar. Und die Tür zu? Ja, sicher das. Können wir noch mal raus? Natürlich nicht. Und hier wird es auch gerade direkt ätzend. Und es sieht wieder so aus wie am Anfang. Genau die gleichen Türen. Ich glaube, ich bin jetzt hier in so einem Endless Loop irgendwie. Ach du heiliges bisschen. Ja. Ja, wundervoll. Endless Loop? Alles klar. Oh nein, wir nehmen erstmal keine Pille. Wir gucken erstmal, das hatten wir gerade. Ich gucke erstmal, ob hier was Neues, bevor wir wieder diese Trip-Pillen nehmen. Oh, das ist neu. Lorraine, things aren't right between us at the moment. I know. I want to try and explain it. I think it is because I am so far from home and I'm working so hard. Every day working at the park, it gets worse, like a spring inside my mind, winding tighter and tighter and tighter. When we go for drinks after work, it gets a little better. The guys relax and we laugh and we're good people again. I don't want to come home to you without being in my right mind. But when this job is done, we need to get out of this place. We need to go back to the city, where I don't feel like this anymore. I love you, Donald. P.S. I was thinking about names for boys and girls. I like Callum for a boy. And Emma, if it's a girl. Okay, also irgendwie scheinen die Leute, wenn die hier gearbeitet haben im Park, alle so einen kleinen Dachschaden gekriegt zu haben. Und die scheinen sich auch geändert zu haben. Ich habe die Pillen da gesehen, ja. Ich nehme sie gleich, aber ich will erstmal mich umgucken, bevor ich hier wieder die absoluten Hallus krieg. Mal gucken, ob hier ein anderer Letter, den können wir uns gar nicht anschauen. Ich möchte, wie gesagt, erstmal... Oh. Was steht da? Hier sind jetzt auf einmal Buchstaben drauf. Ich weiß nicht, ob es irgendwie einen Sinn ergibt. Ach du Scheiße. Da sind auch nochmal Pillen. I love you, Mommy. Da hat sich nichts geändert. Da sind auch nochmal Pillen. Oh, fuck. What the shizzle? Ah, das ist Callum. Oh, what a child. What a child. Go to hell. Shopping list. Remember, take the pills. Follow up with Dr. Spencer. Organize babysitter for Callum. Da sind nochmal Pills.
Die kann ich jetzt erstmal nicht nehmen. Ich will mich nur mal umschauen. Oh Gott. I didn't run away. Dad took me. Ach du heilige Scheiße, ey. Oh, Inquiry. Warte mal. Ne, hier hat sich nichts geändert. Okay, dann laufe ich nochmal zu Anfang. Ich kann nicht laufen gerade. Wundervoll. Warum nicht? Und ich nehme jetzt mal die Pillen. Mal sehen, was wir dann wieder hier für einen Supertrip hier am Start haben. Aber ich habe jetzt schon mal hier neue Notes gefunden. Ah, kann ich hier nochmal mit dem Ranch was sehen? Der ist jetzt weg. Okay. Warte, ich gucke nochmal in den... Warte mal. Ich gucke mal hier rein. Examine Wine. Okay. Was kann ich denn da examinen? I don't see shit. Okay. Nehmen wir mal die Pillen, ne? Okay. Ja, dann, Ah, nee, kann ich gar nicht. Ach so, das war jetzt umsonst. Take 2 tablets by mouth. In the morning, then 1 tablet. Was? Whenever you have an episode. Okay. Okay, dann darf die keine ganze Staffel gucken, dann muss sie viele Tabletten nehmen. Okay, ja, ich hab euch gewarnt mit den schlechten Witzen, ne? Kann ich das hier noch examinen? Okay, das ist das gleiche. Kann ich mit dem scheiß Radio irgendwas machen? Nein. Ich glaube, ich lande jetzt wieder im Loop und dann werde ich wahrscheinlich wieder neue Notes kriegen. Oh, 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 oh. Gehen wir mal durch. Ja, 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 ja. So, meine Lieben. Ich mache hier mal einen Cut. Und vielleicht nehme ich jetzt noch einen. Aber eigentlich wollte ich heute streamen, weil heute Halloween ist. Aber ich glaube, es streamen so viele Leute. Es ist halt Samstag. Und ja, mal schauen. Vielleicht nehme ich auch noch eine Folge auf. Das interessiert mich jetzt schon sehr. Entschuldigung, ich muss mal was essen. Ich habe Hunger. Ja, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr dabei wart und hoffe, dass ihr auch in der nächsten Episode wieder einschaltet. Bis dann. Aloha.